Continuous Feedback. Müssen Sie sich mal kurz angucken, es braucht ein paar Sekunden. Das Schöne daran finde ich ja, das C, was im Nachhinein noch links oben reingebaut wurde, also das College of Architecture, wo wahrscheinlich die Anforderungen klar waren, es muss der Titel dort reingeschrieben sein und kurz vor Schluss bei der Integration hieß es dann von dieser Seite der Wand, ach ja, und wir wollen das schön verklinkern, ist noch so eine zusätzliche Anforderung, die spät reinkommt. Und dann fehlte der Platz und dann macht man einfach das C noch so ein bisschen dran. Also ich kenne Systeme, die sehen ähnlich aus. Never say I know. Das ist etwas, was wir uns, glaube ich, gerade als Anforderungsmanager auf die Fahnen schreiben können. Man ist versucht, ein System möglichst von vornherein aufzubauen mit allen Anforderungen, die es gibt, die so klar und deutlich runterzuschreiben, wie es geht, Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit zu schaffen und erst dann, wenn alles fertig ist, es in die Entwicklung zu geben. Und das Problem dabei ist, dass die Entwicklung dann lange Zeit nichts zu tun hat und wenn sie etwas zu tun bekommt, dann unter einem hohen Zeitdruck. Und die Frage ist, wie kann man es miteinander verknüpfen und eine gewisse Parallelität schaffen? Continuous Feedback ist ein Lösungsansatz dafür. Nochmal das Bild, wie ist es quasi klassisch? Auf der linken Seite gibt es einen Projektstart und ich habe eine Projektidee. Das ist dieser Punkt in der Mitte, aber eigentlich ist es kein Punkt, es ist eine Wolke, weil das Wissen ist noch unvollständig. Ich kenne vielleicht den Kunden noch nicht ganz genau, ich kenne den Kontext noch nicht ganz genau. Ich weiß noch nicht, was technologisch möglich ist, vor allem nicht in 2 Jahren, wenn das Produkt fertig ist. Und obwohl wir uns in so einer fuzzy Umgebung bewegen, legen wir ein ganz klares Ziel fest. In klassischen Umgebungen wie dem V-Modell wie Wasserfall. Und wenn sich diese initiale Produktidee dann im Lauf der Zeit entwickelt und der Kunde möchte nach einer gewissen Zeit das haben, dann kommt so ein starres Modell an Grenzen. Auflösen kann man es, indem man schrittweise miteinander arbeitet. Auf dem Bild auf der rechten Seite gibt es jetzt eigentlich 2 Pfeile, die sich entwickeln. Der linke Pfeil vom Projektstart, der losgeht, der symbolisiert letztendlich die Entwicklungsabteilung. Also die gehen immer so ein Stück los, entwickeln was und parallel dazu gibt es die Produktidee aus dem Anforderungsmanagement, die sich ebenfalls entwickelt. Die ist nicht mehr starr, sondern die ist beweglich, die ist adaptiv und kann dadurch Schritt für Schritt das Ziel erreichen, dass sie am Ende die Anforderungen des Kunden sehr viel besser trifft und gleichzeitig die Entwicklungsabteilung auch das liefert, was am Ende der Produktentwicklung vom Anforderungsmanagement gewünscht ist.